Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Freitag, der 13. 2026. Andreas zittert schon den ganzen Morgen, denn er ist abergläubisch. Oder habe ich mich da geirrt? Nein, gläubig, nicht abergläubig. Alles in Ordnung. Ich habe kein Problem damit. Und wir haben heute einen wunderschönen Tag zu erwarten. Noch ist die Sonne nicht draußen. Es ist noch ein bisschen bedeckt, aber es soll heute ganz sonnig werden. -5 Grad. Wir haben eine dicke Schneedecke überall verteilt. Der Winter hat uns voll im Griff. Aber wenn natürlich die Sonne scheint und blauer Himmel und der Schnee knirscht, so wenn man so durch den Wald läuft, durch den Schnee läuft, das ist schon wirklich was ganz Großartiges. Das genießen wir heute. Ja, und du hattest ja gestern angekündigt, dass letzte Nacht ein großer Schneesturm kommen sollte. Keine einzige Flocke und kein Windlein. Was war los? Ich habe keine Ahnung. Also man kann von den Meteorologen eben halt nicht erwarten, wie das Wetter wird morgen oder nächste Woche. Man weiß lediglich, wie die Temperatur in 50 Jahren ist. Das kann man ganz exakt berechnen und man weiß, dass dann die Welt untergeht. Aber so ist es eben. Die Welt geht nicht mehr unter, weil Herr Trump hat jetzt eingegriffen und hat CO2 für ungiftig erklärt. Da kommen wir nachher noch drauf. Wird das deine Wetterbeobachtungen weiter beeinflussen? Ja, natürlich. Also CO2 als ungiftig zu bezeichnen, ist natürlich eine Farce. Jeder weiß, wie hochgefährlich das ist, wenn ich allein sehe, wie die Pflanzen dann wachsen. Und das ist ja mittlerweile auch irgendwie als Schädling zu sehen, wenn man den Grünen dann Glauben schenken darf. Also es ist alles eine absurde Zeit. Wir warten einfach mal ab, was da noch kommen mag. Ihr Lieben, ich weiß, viele warten schon darauf. Es gibt ein neues Märchen, das heute eingestellt wurde. Andreas, warum guckst du so? König Drosselbart, sagt dir der was? Oh, König Drosselbart, das freut mich aber jetzt. Also, ich möchte für alle Märchenfreunde, weil ich liebe die Märchen und ich weiß, dass es viele sind und Spotify, dort findet ihr unsere wunderschönen Märchen, die Original Grimms Märchen, die originalen Märchen von Hans Christian Andersen und zwar als kleine Hörspiele arrangiert. Und danke für eure wunderschönen Zuschriften und natürlich werde ich hier auch weiter verkünden immer wieder, es kommen immer wieder neue Leute dazu, dass sie diesen Märchenkanal bei Spotify auch finden können. Es war aber auch einmal ein Land, das war prosperierend und sehr erfolgreich und hatte viele kluge Ingenieure und hatte ein großes Bruttoinlandsprodukt. Und Andreas, es war einmal ein schönes Land, das hieß Deutschland und das steht heute, und da werden wir drüber sprechen, ordentlich im Fokus der ganzen Welt. Durch die Sicherheitskonferenz meinst du jetzt, ne? Ja, ich hatte versucht, jetzt hier irgendwie eine ganz intelligente Überleitung zu gestalten. Du hast aber Gedanken verloren auf den Silbersee gestarrt und ich hatte das Gefühl, du hörst überhaupt nicht zu. Ne, ich war noch ganz tief versunken mit König Drosselbart und konnte noch gar nicht so richtig abschalten, um jetzt wieder in diesen trüben Alltag zurückzukommen. Ich werde es dir nachher vorspielen, ja? Oh ja. So, ihr Lieben, in München ist die Sicherheitskonferenz gestartet im Bayerischen Hof. Da sind sie alle aufgelaufen, die wichtigen, die Politiker aus aller Welt, vor allem die deutschen Politiker, die sind da gewesen. Und ja, da werden natürlich mit Spannung die Themen erwartet. Marco Rubio, der Außenminister aus den USA, kommt mit einer großen Delegation mit mehreren Dutzend Kongress- und Regierungsmitgliedern. 50 an der Zahl sollen es sein. Und letztes Mal war es ja J.D. Vance 2025, der da ordentlich Gas gegeben hat und die EU-Staaten abgewatscht hatte. Da ging es um die Meinungsfreiheit, da ging es um die Wahleinmischung. Und man konnte schon ahnen, dass das nur der Auftakt war zu einer umfassenden Beobachtung von Seiten der USA, was Deutschland und was die EU angeht. Wer ist da heute schon alles aufgelaufen? Merz hat die erste Rede gehalten, also der Bundeskanzler, der deutsche Bundeskanzler. Und er hat eine, wie es hier heißt, ganz starke Rede gehalten. Jedenfalls behauptet das die Bild. Und
Eine große Rede auf Englisch. Damit habe sich Merz an die Amerikaner gewandt. Die große Schlagzeile lautet hier: Merz kontert J.D. Vance. Und ja, also da ist ordentlich Power gewesen. Eine dramatische Bestandsaufnahme heißt es hier angesichts der wörtlich Konflikte, die uns in Atem halten und die unsere Welt tiefgreifender verändern, als wir dies, auch hier im Saal, über viele Jahre zuvor für möglich gehalten haben. Merz sagt, wir müssen reden, denn die internationale Ordnung, die auf Rechten und Regeln ruhte, ist im Begriff zerstört zu werden. Stattdessen dominiere die Großmachtpolitik, also eine Politik, in der die Starken die Schwachen unterdrücken und ihre Interessen knallhart durchsetzen. Mir ist, als ob ich das schon mal gehört hätte von Mark Carney. Ja, ein bisschen ist es so. Also es ist schon interessant, wie man wirklich die komplette Weltlage ins Gegenteil verkehren kann, wenn man sich von der Wahrheit abwendet hin zu seiner reinen Wahrnehmung. Wenn wir eines hatten in der Vergangenheit, sowohl in der EU als auch in den USA, dann waren das ganz klare Strukturen, die nicht staatsrechtlich waren, die nicht im Prinzip hoheitlich waren, die sondern rein von den Lobbyisten gekocht wurden. Und jetzt sind es neue Situationen, wo tatsächlich auch die hoheitlichen Werte, zum Beispiel die Menschen in dem Land, in irgendeiner Form wieder überhaupt zur Diskussion kommen, zumindest aus den USA. Und die Lobbyaktivisten oder auch die Marionetten der Lobbyisten sind natürlich zutiefst erschüttert, und zu denen zähle ich auch spätestens nach seiner BlackRock-Karriere auch Herrn Merz. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird für mich immer schwieriger, ihn auch zu ertragen und zu akzeptieren, aber das ist nur meine persönliche Meinung, das muss ich auch ganz klar dazu sagen, denn es sind eben halt genau diese Aussagen, die mich immer wieder an diesen Lobbykäse zurückerinnern, und diese Aussage, dass wir vorher, also vor Donald Trump, klare, schöne Strukturen hatten, eine regelbasierte Ordnung und so weiter. Das mag aus seiner Sicht stimmen, aber wir dürfen nicht vergessen, in der Demokratie ist das Volk eigentlich der Boss. Und die aristokratischen Führer, die dahinter stehen, sind die Diener. Und wenn sie sich erhoben haben zu den Bossen und das Volk sie und sind die Untertanen, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass genau das Weltbild von Herrn Merz so aussieht. Also wenn du siehst, wie die da alle anreisen mit dicken Karossen und so weiter, dann ist also von Dienerschaft von Seiten der Politiker nicht mehr die Rede, Andreas. Ja, das ist ganz interessant, weil ich gerade gehört habe, dass Herr Merz jetzt ein neues Fahrzeug, ein neues Dienstfahrzeug ja bekommen hat. Vor kurzem ein super geschütztes, gegen was auch immer, was für Waffen, gewappnetes Superfahrzeug, welches natürlich gigantische Summen verschleudert. Und wenn ich dann sehe, dass dein Vorgänger, der wie heißt er, Olaf Scholz sich auch ein neues Fahrzeug hat kommen lassen. Und ich frage mich, werden hier alle 2 Jahre im Prinzip für Millionenwerte neue gepanzerte Fahrzeuge für den Kanzler im Prinzip installiert? Oder wie sieht das eigentlich aus? Wie wird da mit dem Geld umgegangen? Was ist denn das hier für ein Fahrzeug? Ich zeige dir mal hier ganz kurz ein Video, das hier läuft. Was ist denn das für einer? Ist das ein Das Audi kann ich oder nicht ein... sehen. Fährt ein Diesel, sieht aus nach einem Audi, ja? Ja, also auch ein sehr Ja, ein Audi. Einen sehr dicken, fetten Audi fährt auch Heidi Reichineck. Ein Diesel übrigens, wie es hier heißt, mit dem sie offenbar auch in München angekommen ist. Also da sind die wirklich Großkopferten. Und was hat Herr Merz noch von sich gegeben heute? Also er ist ja jemand, der heute so sagt und morgen so, und das kann sich ja alles immer wieder bei ihm verändern. Er hat beispielsweise gesagt, dass jetzt die Europäer und die Deutschen entschieden, gemeinsam, mit Selbstvertrauen auf die eigene Stärke vorgehen und wörtlich unser militärisches, unser politisches, unser ökonomisches und unser technologisches Potenzial heben und dafür den Schalter im Kopf umlegen. Und sein Klartext lautet:
Niemand hat uns in die übermäßige Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten gezwungen, in der wir uns zuletzt befunden haben. Diese Unmündigkeit war selbstverschuldet. Aber diesen Zustand lassen wir jetzt hinter uns. Lieber heute als morgen. Andererseits dürfe Europa die Vereinigten Staaten als Partner nicht abschreiben. Andreas, diese Aussagen von Herrn Merz, wir kommen nämlich gleich noch zu ganz anderen Themen, was die NATO und was die Verteidigungsmöglichkeiten Deutschlands angeht. Das sieht es nämlich dunkeldüster aus. Ist das hier ein Pfeifen im Wald oder glaubt Herr Merz das? Ich weiß nicht, ob das eine Pfeife im Wald ist, aber auf jeden Fall finde ich Herrn Merz hier außerordentlich tragisch. Entweder hat er keine Ahnung von Geschichte, denn er müsste wissen, dass der 2+4-Vertrag ganz eindeutig militärische Einschränkungen für Deutschland bedeutet und dass im Prinzip diese alliierten Vormachtstellung durch die 2+4-Verträge nicht aufgehoben wurde. Das heißt, Deutschland auf dieser militärischen Ebene keinesfalls souverän ist und er hier natürlich ein Signal nach Moskau sendet, letztlich gegen den 2+4-Vertrag zu verstoßen. Ich frage mich wirklich, ob er das weiß. Oder ob er sagt, es ist mir egal. Auf jeden Fall gibt er hier, ich sage mal, die Argumentation der Rüstungsindustrie wieder, die nämlich davon partizipiert nach dem Motto, okay, wir werden jetzt Deutschland aufrüsten, Europa aufrüsten und so weiter und so fort. Da werden Milliarden verdient und wir bringen das Volk näher an einen Krieg heran. Hier sehen wir ganz klar aus meiner Sicht eine Motivation, entweder Unkenntnis oder Dreistigkeit. Merz möchte einen selbsttragenden Pfeiler des NATO-Bündnisses aufbauen. Das habe für ihn jetzt höchste Priorität, mit natürlich massiven Investitionen in militärische Abschreckung. Und er versprach erneut, die Bundeswehr werden wir schnellstmöglich zur stärksten konventionellen Armee Europas machen, die standhält, wenn sie muss. Er meint damit die deutsche, die Bundeswehr. Und er möchte auch keine einseitigen Abhängigkeiten von Rohstoffen mehr. Aber wir kommen da jetzt gleich, wir haben auch im letzten Podcast am Dienstag drüber gesprochen, Andreas, dass es ja da dieses Planspiel initiiert von der Welt und einem amerikanischen Militärinstitut gegeben hat, wo herauskam, dass die Bundeswehr beziehungsweise auch die NATO, wenn sie gegen Russland in Litauen vorgehen würde, innerhalb von allerkürzester Zeit alles einpacken und gehen könnte, wenn sie überhaupt noch in der Lage dazu wären. Ja klar, ohne dass die Amerikaner dabei wären. Das ist immer ganz wichtig. Ich finde ganz entscheidend hier an der Stelle, dass es darum eigentlich überhaupt nicht geht. Denn wir wissen, dass der Russe 1989 noch in Helmstedt gestanden hat, 1989 oben in Priwal gestanden hat, 1989 in Hof gestanden hat, also in der innerdeutschen Grenze und hat sich von sich aus zurückgezogen. Daraus abzuleiten, dass Russland einen Angriffskrieg plant gegen Europa, obwohl sie schon mittendrin waren, vielleicht könnte man da mal drüber nachdenken. Ich sehe, dass hier die Argumentation von Merz ist, Investitionen in die Rüstung und in die Verteidigung. Und da vielleicht noch mal vorweg, Rüstung sind keine Investitionen, sondern konsumtive Ausgaben auf Kosten der Menschen, der Bürger, die zu Steuerzahlungen gezwungen werden, werden dann Waffen produziert, die im schlimmsten Fall sogar verschossen werden, im günstigsten Fall einfach nur wieder entsorgt. Auf jeden Fall wird das nicht investiert, sondern ein Konsum betrieben zu Lasten der Bevölkerung. Eine Investition hat auch in irgendeiner Form einen Ertrag. Es sei denn, Herr Merz sieht den Ertrag in einem Angriff gegen Russland, indem er beispielsweise meint, man könnte von Europa aus Russland erobern. Dann wäre es eine Investition. Also das Ganze ist aus meiner Sicht ziemlich halbseiden auch schon ausgedrückt und erbärmlich. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich sehe, wie hier mit der Sicherheitsarchitektur von über 300 Millionen Menschen in Europa umgegangen wird in der EU und in Europa, dann muss ich ganz ehrlich sagen, fehlen mir einfach die Worte. Herr Merz möchte neue Bündnisse auf der ganzen Welt schließen. Zum Beispiel hat er sich vorgenommen, Europas Freiheit zu stärken mit Allianzen mit
Kanada, Japan, der Türkei, Indien oder Brasilien, die würden Schlüsselrollen spielen, ebenso Südafrika, die Golfstaaten und andere. Mit ihnen wollen wir enger zusammenrücken. Wollen die anderen das auch? Das kann ich nicht beurteilen, aber wir werden das mal sehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Europa eine Geschichte hat, die gerade Deutschland nicht besonders günstig stehen lässt. Und wenn dort eben halt ganz besonders aufgebaut wird, dann wundere ich mich. Bild schreibt, dass Merz mit einem pathetischen Blick in die Geschichte seine große Rede geschlossen habe. Wörtlich, wir Deutsche wissen, eine Welt, in der nur Macht zählt, wäre ein finsterer Ort. Unser Land ist diesen Weg im 20. Jahrhundert bis zum bitteren und bösen Ende gegangen. Heute schlagen wir einen anderen, besseren Weg ein. Und dann sagte Merz, nach 1945 waren es vor allem unsere amerikanischen Freunde, die uns Deutsche für diesen starken und hellen Gedanken begeistert haben. Das vergessen wir euch nicht. Auf diesem Fundament ist unsere NATO zum stärksten politischen Bündnis der Geschichte geworden. Ja, das sind einfach die Standardgebete, die dann runtergezogen werden, weil sie politisch korrekt sind. Man muss ja wissen, als der Krieg 1945 zu Ende war, besser jetzt sich hinstellt, dass die Deutschen nicht gesagt haben, wir sind befreit worden, sondern wir sind besiegt worden. Das heißt, die Amerikaner wurden nicht gleich als Freund und als Befreier im Prinzip gefeiert, als sie 45 gekommen sind, sondern als Eindringlinge, als die Sieger. Und es brauchte dazu noch ganz verschiedene Aktionen, wie zum Beispiel die Luftbrücke und so weiter. Wir wissen ja heute, dass die Luftbrücke, die dort in Berlin gelaufen ist, dass die sehr, sehr stark mit den Russen in Absprache, mit der Sowjetunion in Absprache stattgefunden haben und die ganze Geschichte an der Stelle dramatisch auch hinterfragt werden muss, kommt überhaupt nicht in die Diskussion. Hier wird nur mit pauschalen, platten Mustern gearbeitet, damit das Weltbild stimmt. Mit der Realität hat das aus meiner Sicht alles wenig zu tun. Wer ist jetzt alles schon angekommen dort in München? Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die hat Herrn Wadefuhl besonders innig begrüßt. Das hat die Bild in einem großen Foto gezeigt. Es gibt ein paar soziale Netzwerkkanäle, die das verpixelt haben und gesagt haben oder geschrieben haben, das wollt ihr nicht sehen, aber wenn, dann könnt ihr es öffnen hier. Markus Söder hat die Eröffnungsrede als bayerischer Landesvater gehalten und mit Spannung wird natürlich Marco Rubio erwartet. Ach so, vergessen habe ich natürlich Boris Pistorius und Finanzminister Lars Klingbeil. Das sind ja auch sehr wichtige Figuren in diesem Kreis. Marco Rubio ist noch nicht da, aber wie gesagt, er kommt mit einer ganzen Menge Leute und vor seinem Abflug aus Washington hatte er noch den Kamerateams gesagt, wir leben in einer neuen Ära der Geopolitik und das wird von uns allen verlangen, gewissermaßen neu zu überprüfen, wie das aussieht und welche Rolle wir spielen werden. Kann man gespannt sein, was er damit meint. Und wir können wahrscheinlich auch eine hochinteressante Rede von Marco Rubio erwarten. Übrigens, dein Freund Robert Habeck ist auch da. Der schleicht da auch rum und der hat ja jetzt international anerkannte Tätigkeiten als Analyst und Dozent. Er arbeitet unter anderem, wie die Bild erklärt, am Dänischen Institut für internationale Studien und dem Perry World House der University of Pennsylvania. Und seine Arbeit beschäftigt sich mit der Zukunft der liberalen Demokratie und mit den sicherheitspolitischen Konsequenzen des Klimawandels. Das wird schwierig für ihn, nachdem Trump sich jetzt heute ganz offiziell aus der CO2-Politik verabschiedet hat. Naja, Trump, der wiederholt ja eigentlich nur, was ernstzunehmende Wissenschaftler längst wissen, dass diese Klimawandelgeschichte eben halt ein Fake war und vor allem einer Umverteilung unter Milliardären dient. Das ist ganz einfach. Diese Problematik liegt ja wirklich darin, dass man gerade die jungen Menschen so dramatisch eindampft. Und ich bin gerade bei Robert Habeck noch mal wieder in Erinnerung gekommen. Gestern, ich habe ein Interview gesehen, da stand er auf dem Campus, glaube ich, der Harvard-Universität und hat da eine Rede abgesondert. Heimlich.
wo mir wirklich also die Fußnägel hochtreten. Ich habe gedacht, das kann doch alles gar nicht wahr sein, was der erzählt. Wenn er dort wirklich auftreten darf als Dozent oder auch als Analyst, wobei da steckt das Wort Anal schon drin, und er dort eben als Analyst und Dozent tätig ist, dann frage ich mich, was ist eigentlich aus dieser Universität Harvard geworden, wenn solche Spezialisten dort wirken dürfen? Also ein bisschen geschmacklos, deine Witze, muss ich hier an dieser Stelle sagen. Aber gut, das ist manchmal, Andreas hat manchmal persönlich merkwürdige Meinungen. Auf jeden Fall ist sehr spannend, was US-Außenminister Rubio geplant hat, nachdem er bei der Münchner Sicherheitskonferenz geredet haben wird. Nämlich, er fliegt dann weiter nach Bratislava und Budapest. Warum macht er das? Er möchte mit den Außenministern bilaterale Zusammenarbeit in der euroatlantischen Sicherheit besprechen und zu der neuen US-Sicherheitsstrategie, das meldet Tichys Einblick hier, gehört die Wiederherstellung der Energiedominanz. Die Slowakei und Ungarn importieren ja weiterhin Öl aus Russland und wollen den geplanten Gasstopp der EU verklagen. Also da wollen sie nicht mitmachen. Andreas, das heißt, diese Energiepolitik, die heute jetzt ganz offiziell in den USA verkündet wurde, man wendet sich von allen Klimaprojekten ab, von allen Autos, klimaneutral geplanten E-Autos. In der Industrie wird man alles wieder zurückbauen. Das ist heute angekündigt worden. Und wenn jetzt Rubio jetzt einige europäische Staaten besucht, um, wie es hier heißt, die Energiedominanz wiederherzustellen, das klingt nach aufregenden Zeiten. Ja klar, es sind ja auch gezielte Staaten, wenn ich sehe Budapest oder eben halt Slowakei. Das heißt, wir haben hier mit einem Landbereich zu tun, die ja über die Serben ihre Pipelines betreiben. Und das heißt über Serbien, das kommt ursprünglich aus der Turk-Pipeline, übers Schwarze Meer und geht von dort aus dann eben halt Richtung Serbien und von dort aus dann wiederum in diese beiden genannten Länder. Das sind natürlich die Zukunftsländer, die momentan so als die Schmuddelkinder gelten im Rahmen der EU. Aber in dem Moment, wenn die EU aufgelöst werden wird, und ich gehe davon aus, spätestens nachdem der französische Präsident Macron 800 Milliarden Sonderschulden für die EU gefordert hat, um die EU schlagkräftiger zu machen, war eigentlich klar, dass der Überlebenskampf mittlerweile nicht mehr zu gewinnen ist und wir davon ausgehen können, dass es in 5 Jahren keine EU mehr gibt. Und dann werden die Letzten die Ersten sein. Dann kehrt sich nämlich der ganze Zug um und dann könnte Ungarn eine ganz zentrale Rolle spielen in einem hoffentlich vereinten und vor allem auch friedlichen Europa. Das sollte das Ziel sein. Was hier zur Sicherheitsstrategie der Amerikaner auch zählt, und da hat wohl Marco Rubio auch in seinem Gepäck einige Vorschläge und Angebote, das ist die politischen Verbündeten in Europa, also natürlich eher rechtskonservative Parteien, zu unterstützen, den wachsenden Einfluss patriotischer europäischer Parteien, die Anlass zu großem Optimismus gäben, und Europa dabei zu helfen, seinen derzeitigen Kurs zu korrigieren. Da werden aber einige begeistert sein. Ja, und das ist genau der wichtige Punkt, dass hier auch Begrifflichkeiten wie Patriotismus wieder Einzug finden. Patriotismus ist die Liebe zum eigenen Land, die Liebe zu seinen eigenen Menschen, die Liebe zu der Scholle, auf der man leben darf, die man letztendlich zur Verfügung gestellt hat durch die Schöpfung und man darf sie nutzen. Genau das ist der Patriotismus. Patriotismus bedeutet nicht das Abwerten von Nachbarn oder von anderen. Das ist kein rassistischer Begriff. Wenn man sein eigenes Land liebt, dann bedeutet das nicht, dass man andere Länder dadurch verachtet. Im Gegenteil, man hofft, dass die anderen auch einen gesunden Patriotismus haben. Denn wenn jeder patriotisch ist, dann bedeutet das natürlich auch, dass dann überall die Liebe zum Land auch zu einem Dauerfrieden führen wird. Also, es geht bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz um vieles, vor allem um das Zurechtrücken einiger Bilder. Es sieht so aus, dass die
Europäer, Deutschland vor allem auch, damit beschäftigt sind, sich selber Mut zuzusprechen. Und wir zitieren hier jetzt einiges, aber in Wahrheit wird es natürlich so sein, dass es die Rede sein wird von Marco Rubio, mit der wir uns dann auseinandersetzen können. Andreas, der Inspekteur der deutschen Marine, Vizeadmiral Karg, warnt vor zunehmender Bedrohung durch Russland auf See und er sagt, um das zu verhindern, bereite man die Kommandanten jetzt auch gezielt auf Situationen derartig vor. Er sieht die NATO-Mission Baltic Sentry zum Schutz von Pipelines und Unterseekabeln und sagt, das größte Defizit ist aber, dass wir nicht genügend Menschen haben. Und er setzt ja auf einen neuen freiwilligen Wehrdienst, bezeichnet dieses Jahr 2026 als Jahr des Aufwuchses, ein Jahr des Aufbruchs sozusagen. Aber es sieht nicht so aus, dass er da erfolgreich sein wird. Ich finde das ganz interessant, dass Sie Pipelines und Unterseekabel schützen wollen und dann das Ganze in Verbindung mit Russland bringen. Also zurzeit ist mir kein Fall bekannt, dass Russland Unterseekabel oder auch Pipelines gesprengt hat. Die einzigen, die wir wissen, die es gemacht haben, ist ja die Ukraine. Weil die Ukraine, das hat zumindest die deutsche Gerichtsbarkeit festgestellt, hat die Dinger gesprengt. Warum nennt man dann Russland und sagt nicht, wir müssen jetzt die Ostsee schützen, die Unterseekabel und die Pipelines vor eventuellen ukrainischen Angriffen? Hier sieht man schon wieder so die Doppelzüngigkeit, die dahinter steht und die Unlogik, die kaum noch einer hinterfragt. Ja, und diese Unterstützung Amerikas für Europas Freiheitsbewegung, die löst Panik aus bei den sogenannten Eliten. Da gibt es auch bei Tichys Einblick einen ganz spannenden Artikel. Da heißt es, wir sprechen ja jetzt hier gerade über die Münchner Sicherheitspolitik oder Konferenz, wo vieles, was die Militäreigenschaften und Möglichkeiten der Länder angeht, auf den Tisch kommt. Und Washington hat angekündigt, Initiativen zur Redefreiheit in Europa. Das ist natürlich alles gut geplant, also zeitgleich zur Münchner Sicherheitskonferenz kommen solche Vorschläge aus USA. Brüssel reagiert mit Empörungsritualen. Man spricht von einer ausländischen Einmischung. Das rufen natürlich ausgerechnet die jahrzehntelang transatlantische Netzwerke bejubelt hatten, als noch Obama oder Joe Biden sich Präsident nannten. Und Auslöser war unter anderem auch die Reise der US-Unterstaatssekretärin Sarah Rogers nach Italien. Auch weitere Länder hat sie bereist und im Zentrum ihrer Arbeit stand und steht die Unterstützung für Akteure, die sich jetzt gegen die wachsende digitale Regulierung der EU stellen. Wir haben ja gehört, Elon Musk soll da vorgeführt werden. Pavel Durov, der Telegram-Gründer, den hatte man sogar verhaftet. Es gibt neue Drohungen gegen diese Social-Media-Network-Eigentümer. Und immer wieder wird der Digital Services Act ins Feld geführt und eben auch andere verwandte Gesetze, die Plattformen zu vorauseilender Löschpraxis drängen wollen. Naja, die EU hat in den vergangenen Jahren ja ein Regelwerk aufgebaut, das mit Bußgeldern und Haftungsrisiken operiert. Das heißt, kaum einer traut sich noch etwas zu sagen. Plattformen werden faktisch zu Hilfs-Sheriffs staatlicher Deutungsmacht. Es ist so eine Art Blockwartsystem, was man hier erkennen kann. Was als Kampf gegen Hass und Desinformation etikettiert wird, führt in der Praxis zu Übermoderation und politischer Selektion. Besonders bei Migration, Identität, Souveränität, natürlich die gesamte Klimasituation und so weiter. Hier an der Stelle vielleicht, man will ja auch, dass man in Zukunft nur noch mit Klarnamen in irgendeiner Form in den sozialen Medien überhaupt agieren darf. Ich halte das für sehr gefährlich, weil die wichtigsten Informationen, die man bringen kann und die man auch erfahren kann, findet man. Ich rede nicht von den ganzen Dummköpfen, die irgendeinen Blödsinn reinschreiben, sondern von hochintelligenten Menschen, die Angst davor haben, unter ihrem Namen etwas
zu verbreiten, wovon sie überzeugt sind, weil sie in einer hohen Position sind und damit ihre Position automatisch verlieren würden und dann in den Untergrund abstürzen, ins finanzielle Abseits gedrängt werden. Das ist ein Riesenproblem. Aus diesem Grunde ist es unglaublich wichtig, dass man die Möglichkeit hat, wichtige Informationen ohne seinen Namen zu nennen, in den Äther reinzugeben. Wenn es dummes Zeug ist, kann man es ja erkennen. Ich finde das unglaublich wichtig an dieser Stelle. Wir dürfen eines nicht vergessen. Wenn wir eine Information hören, einen Satz, einen Absatz, einen Artikel, dann kommt bei den meisten als erstes die Frage, wer hat das gesagt? Und anhand der Frage, wer hat das gesagt, kann ich schon von vornherein sagen, ach, war ein AfD-Politiker, kann nicht sein. Wir sehen das in irgendwelchen Interviews, wenn man mal so Beispiele mal bringt. Da wird eine Aussage gebracht und dann wird ein Gast, ein Grüner, ein Roter oder auch ein AfD-Mann, wie auch immer, dazu gebracht, was halten Sie von der Aussage? Und es wird schwierig, dann etwas dazu zu sagen, wenn man nicht weiß, wer es gesagt hat. Deshalb ist das so unglaublich wichtig. Also auf jeden Fall sieht Washington eine Aushöhlung der Meinungsfreiheit, wenn man sich diese ganzen Kampfansagen aus Brüssel näher betrachtet. Und jetzt sollen halt von amerikanischer Seite Mittel bereitgestellt werden, um jene Initiativen zu stärken, die die freie Rede noch verteidigen. Und das ist natürlich kein dunkler Plan, sondern das ist einfach ein politischer Widerspruch gegen Europas Regulierungsdrang. Und wenn wir zum Beispiel an USAID denken, wir haben hier sehr oft darüber gesprochen. US-Präsident Trump hatte Elon Musk und Doge, also eine große, eigens dafür gegründete Plattform, beauftragt, solche Unternehmungen, solche Riesenkraken-NGOs näher zu untersuchen. Wohin fließen die Gelder? Welche philanthropischen NGOs werden dabei unterstützt, philanthropisch in Anführung gesetzt. Und man kann auch sagen, USAID hat jahrzehntelang diese links Deep State gerichteten Programme in Europa finanziert. Es begann, wie es hier bei Tichy heißt, unter der Clinton-Regierung, dass sich der Schwerpunkt nach links verlagert hat. Dann unter Obama kamen die LGBT- und Klimaprogramme hinzu. Unter Joe Biden, das berichten frühere Mitarbeiter, wurde dann die Transgender-Ideologie systematisch in Programme integriert und finanziert. Und das Budget lag, Andreas, bei jährlich rund 23 Milliarden Euro. Naja, wir besprechen hier gerade die Pharmalobby, die hier diskutiert wird. LGBT-Klimaprogramme ist jetzt nicht die Pharmaindustrie, aber Transgender-Ideologie bedeutet natürlich, je früher man ein Kind, und Kinder sind ja beeinflussbar, einreden kann, dass es in einem falschen Körper steckt und man dann anfängt, diese Kinder zu behandeln, wirklich hormonell zu behandeln, sie geschlechtlich umzustellen mit Chemikalien, mit unfassbaren Schäden, die wir überhaupt noch nicht einschätzen können im Detail, weil es noch gar nicht diese Forschungsergebnisse gibt. Aber diese Kinder, diese Jugendlichen oder auch diese späteren Erwachsenen, ihr Leben lang mit diesen Medikamenten weiter behandelt werden müssen, eingestellt werden müssen, bedeutet das natürlich ein gigantischer Milliardenmarkt. Und hier wird es eben halt deutlich, wenn wir sehen, dass unter Biden oder unter Obama genau diese Programme dann dargestellt wurden. Und da wird dann eben halt ganz deutlich, worum es geht. Und das sind einfach wichtige Informationen, die man gar nicht oft genug diskutieren kann, auch gerade im Zusammenhang jetzt mit solchen aktuellen Münchner Sicherheitskonferenzen, wie die Politik eigentlich beeinflusst wurde. Man fragt sich dann immer, sind es die Präsidenten selber, die diese Entscheidungen treffen, oder wer ist da übergeordnet? Das ist immer die Frage. Deshalb auch die Situation mit dem Klarnamen beispielsweise. Ein Soros, der wird beispielsweise über seine Open Society nicht selbst auftreten. Dann gibt es so etwas wie eine Antonia Amadeus Stiftung und so weiter. Und das sind dann die NGOs, die vorgeschoben werden. Das sind dann so diese Black Holes, wo man nie so richtig weiß, wer steht eigentlich als Finanzier dahinter. Diese Komplexität ist mittlerweile so groß, dass man da Schwierigkeiten hat, noch durchzusteigen. Ja, also die EU hat sich
ein digitales Disziplinarsystem gebaut, das unter Schlagworten wie Desinformation und Hassrede eine Art politischen Interpretationsspielraum institutionalisiert hat. Und wenn nun aus Washington ein Gegenimpuls kommt, also der natürlich auch klar formuliert ist und ganz klar in Richtung Redefreiheit geht, dann geraten diese Strukturen jetzt unter Rechtfertigungsdruck. Das ist das, worüber wir hier so oft gesprochen haben und gesagt haben, möge es nur bald auch Auswirkungen haben. Und deswegen gibt es natürlich eine scharfe Reaktion jetzt aus Brüssel und man ist untröstlich. Also die Europas politische Klasse, die fürchtet da natürlich weniger die amerikanische Finanzierung als die Idee, dass Meinungsfreiheit Vorrang vor administrativer Steuerung haben könnte. Und genau deshalb wird der Streit auch eskalieren. Denn das, was hier aufeinander prallt, sind zwei Modelle von Demokratie. Das regulierte, moralisch kuratierte Europa und ein amerikanisches Freiheitsverständnis, das Rede selbst dann schützt, wenn sie unbequem ist. Und daraus müssen wir lernen. Auch der größte Irrtum, auch die größte Dummheit, auch falsche Informationen müssen gesagt werden dürfen. Es gibt keine Fake News in dem Sinne. Und wenn, dann kann man es relativ schnell rausbekommen. Ja, und der Beitrag bei Tichys Einblick, der schließt mit den Worten, eine Kolumne, die Wahrheit ist unbequemer. Europas politische Klasse fürchtet weniger amerikanisches Geld als amerikanische Ideen. Denn sollte sich die Auffassung durchsetzen, dass Meinungsfreiheit auch in digitalen Zeiten Vorrang vor administrativer Kontrolle hat, gerät das Fundament des europäischen Zensurregimes ins Wanken. Und ja, das sind Prozesse, die man jetzt hier beobachten kann. Und wir kommen jetzt schauen noch mal einmal zurück auf die flammende Rede heute von Friedrich Merz, dem deutschen Bundeskanzler, der sich ja jetzt mit seiner Bundeswehr ganz nach vorne stellen will und sagt, wir werden die größte Armee und wir werden das größte militärische Potenzial haben. Sinngemäß hat er das gesagt. Andreas, wir haben am Dienstag darüber gesprochen. Ich will da noch mal kurz reingehen. Es gab dieses militärische Planspiel, das initiiert wurde von der deutschen Zeitung Die Welt in Zusammenarbeit mit dem German Wargaming Center der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr. Und dieses Planspiel hat Europa in höchste Alarmbereitschaft versetzt, denn die Frage, die gestellt wurde, könnte die NATO ohne die USA Krieg gegen Russland standhalten? Tja, die ist beantwortet. Nee, würde nicht funktionieren. Es gibt da ein ernüchterndes Ergebnis und da hatten wir ja schon drüber gesprochen, aber du kannst es nochmal zusammenfassen. Naja, innerhalb von nur 3 Tagen würden dann die russischen Truppen die meisten ihrer Ziele weitgehend ungestört erreichen. Und sie schaffen einen gesicherten Landkorridor zwischen Belarus und Kaliningrad. Das ist diese Suwalki-Gasse, wir haben schon darüber gesprochen, und isolieren dann die baltischen Staaten vom Rest der NATO. Und ich glaube, es wird Ihnen jetzt erstmal so langsam klar, in welcher Zwangslage Sie sind. Denn Kaliningrad ist ein exterritoriales Staatsgebiet letztendlich der Russen. Und diese Simulation, die legt also ganz klar offen, was Experten im Prinzip seit Jahren wissen und wovor sie warnen. Die NATO leidet unter Entscheidungsschwäche, mangelnder Einigkeit und natürlich einer völligen Abhängigkeit von der US-Führung. Und ohne schnelle, entschlossene Reaktion, vor allem aus Washington, verliert das Bündnis seine Glaubwürdigkeit. Es ist immer so, der Schnelle schlägt den Langsamen, nicht der Große den Kleinen. Das ist wichtig. Wir sehen das gerade eben halt, wenn so bürgerkriegsähnliche Situationen in bestimmten Gebieten stattfinden, dass da große Armeen oft überfordert sind. Und die baltischen Staaten wären dann praktisch schutzlos, so will man es natürlich sehen, bevor Verstärkungen eintreffen könnten. Aber das Ganze immer unter diesem Narrativ, die Russen wollen ja überhaupt Europa angreifen.
Ja, und dann kommt heute beim Spiegel eine weitere Meldung zu diesem Thema, die uns zeigt, wie verloren man auf seinem Posten steht, was also die Bundeswehr Kampfbrigade im Ausland angeht, nämlich die Litauen-Brigade. Nach Spiegelinformationen mangelt es an Freiwilligen für den Dienst an der NATO-Ostflanke. Betroffen sind das Panzergrenadierbataillon 122 und das Panzerbataillon 203. Sie sollen im Laufe dieses Jahres für den Litauen-Einsatz aufgestellt und dann 2027 dorthin verlegt werden. In aktuellen internen Statistiken über die Bewerberzahlen leuchten die Projektampeln jetzt schon rot. Das Fazit, schreibt der Spiegel, ist eindeutig: Freiwilligenbewerbungen sind nicht ausreichend, so eine vertrauliche Vorlage. Naja, und die Zahlen sorgen derzeit für reichlich Unruhe. Der Minister Pistorius, die Pläne für die Brigade ja im Juni 2023, also vor 3 Jahren schon ankündigte, der erklärte auch, dass ausschließlich Freiwillige eingesetzt werden sollen. Demnach suche man für Litauen Freiwillige für 1971 Dienstposten. Bisher aber hätten sich nur 209, also rund 10% der nötigen Freiwilligen gemeldet. Und das Papier, das dem Spiegel vorliegt zum Beispiel, der das ja geschrieben hat, ist auf dem 26. Januar datiert. Also wir sehen natürlich auch, wozu es führt, wenn man die linksextreme Ideologie durchgestanden hat in Deutschland, dass da natürlich von Verteidigungswillen oder auch von Patriotismus überhaupt keine Rede sein kann. Ja, und man will jetzt, also man sagt, ach, wir haben aber doch noch gute Ideen. Man möchte im Heer in den kommenden Wochen intensiv Werbung machen, um doch noch mehr Freiwillige für diesen Litauen-Einsatz zu gewinnen. Und es ist ja klar, also bis jetzt wurde alles als freiwillig angekündigt. Ihr lieben Öhrchenspitzen, gut zuhören, an die erwachsenen Kinder denken. Als letztes Mittel wird aber jetzt, das berichtet auch der Spiegel, unter den Militärs diskutiert, ob man das Prinzip der Freiwilligkeit jetzt zunächst mal für den Litauen-Einsatz doch noch kippen muss. Und für Herrn Pistorius und auch seinen Generalinspekteur Carsten Breuer wäre ein solcher Schritt ein empfindlicher Dämpfer. Schließlich hatten sich beide vom Beginn der Planungen an ganz sicher gegeben, dass man genügend Freiwillige finden werde. Und diese ausweichende Antwort illustriert eigentlich, wie wichtig diese Brigade auch für den Minister sein muss. Naja, selbst von den USA bekam Pistorius für die Pläne viel Lob. Klar, das kostet ja nicht das amerikanische Geld. Auch NATO-Generalsekretär Rutte, der lässt keine Gelegenheit aus, Deutschland wegen seiner Vorreiterrolle innerhalb des Bündnisses herauszustellen. Das ist für mich immer das Gefährliche, was ich da so merke, weil ich hier die historischen Zusammenhänge immer im Hintergrund habe und zucke immer zusammen, was das für ein Tanz auf dem Vulkan hier ist. Also stocken die Pläne nun wegen der schlechten Bewerberlage, dann stünde Deutschland im Kreis der Alliierten natürlich blamiert da. Aber es war doch nicht anders zu erwarten. Man kann sich doch nicht wundern. Die gesamte Wirtschaft steht ja auch als blamiert da unter der Regierung. Nicht wenige werden sich wohl wundern, warum die Bundeswehr beim Projekt Litauen ähnlich wie beim neuen Wehrdienst nur auf Freiwilligkeit setzt. Ja, also das ist vielleicht auch ein Ausweichmanöver gewesen, ich spekuliere jetzt, Andreas, damit die deutschen Bürger nicht gleich überrannt werden mit dieser Idee, Bundeswehr, alle werden eingezogen, Pflicht. Naja, man baut natürlich auch so ein bisschen darauf auf Zeit, wenn wir wissen, dass durch KI unglaublich viele Menschen ihren Job verlieren werden und man dann eventuell auch darauf noch im Hintergrund baut und zu sagen, da wird ja unglaublich viel Menschenmaterial frei, die keinen Job hat. Das Menschenmaterial ist nicht meine Aussage, sondern das sind die Aussagen, die man eben halt vom Militär, die Menschen halt sieht. Und dass man dann aus dieser Not heraus auch immer mehr Leute rekrutieren kann. Ich möchte nochmal das Zitat bringen von Bundeskanzler Merz heute bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor internationalem Publikum.
Der Kanzler plant einen wörtlich selbsttragenden Pfeiler des NATO-Bündnisses aufzubauen. Das habe höchste Priorität mit massiven Investitionen in militärische Abschreckung. Und Merz hat erneut versprochen, wörtliche Rede, die Bundeswehr werden wir schnellstmöglich zur stärksten konventionellen Armee Europas machen, die standhält, wenn sie muss. Wie will er das machen? Ja, vor allem, was für eine Hybris unter den Bedingungen, unter dem der sogenannte Staat Deutschland steht mit den alliierten Vorbehalten. Das ist ja das eigentlich Verrückte. Also hier sehen wir im Prinzip einen völlig aus dem Ruder gelaufenen Kanzler, der offenbar die wirklichen Zusammenhänge und die Risiken und diesen Tanz auf dem Vulkan gar nicht mehr erkennen kann. Und ich glaube, da sind im Hintergrund ganz andere Souffleure, die ihn da an dieser Stelle steuern. Also man kann es kaum noch fassen, was hier gerade laufen soll. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, es muss ja darauf hinauslaufen, man will ja in ein paar wenigen Jahren ungefähr 700 Milliarden Rüstungsetat haben in Europa. Das soll darauf hinauslaufen natürlich auch, dass dann Deutschland oder Europa eine Atommacht wird. Nicht durch die USA gesteuert, sondern tatsächlich eine eigene Atommacht. Denn die jetzigen Atommächte USA, England und Frankreich sind ja überhaupt nicht brauchbar, sondern nur im Verbund mit den USA. Das heißt, es müsste dann eine neue atomare Konzeption gemacht werden. Was sind das für Spiele? So, jetzt wollen wir mal schauen, wie sich die NATO für den Rückzug Amerikas wappnen will. Auch da hat der Spiegel heute aktuell berichtet, also US-Präsident Trump hat einen Botschafter der USA bei der NATO ernannt. Das ist Matthew Whitaker. Und der weiß natürlich genau, was die Trump-Administration mit der NATO ihrerseits vorhat. Und diese Diskussionsrunde im Vorfeld, die stattgefunden hat, da gab es die drängende Frage für die EU, wie steht Trump überhaupt noch zur NATO? Es geht darum, ob die US-Truppen europäischen NATO-Partnern zur Hilfe kämen, wenn Russland sie angreifen würde. Mal abgesehen davon, dass dieses Wargaming, über das wir gerade gesprochen haben, ja den Herumfall geschildert hat und noch ganz großspurig geprobt hat, ob sie vielleicht da eingreifen könnten. Aber wenn jetzt Russland angreifen würde, ja, da fragen Sie sich, wie geht das aus? Wie schätzt du das denn ein, diese Lage in dieser Vorkonferenz, die in Berlin stattgefunden hat? Naja, man erkennt als erstes die aus meiner Sicht nackte Angst der EU-ideologisch abgerichteten Europäer, die ja gerade regelrecht in ein schwarzes Loch fallen, weil die große Stütze USA droht wegzufallen und sie eventuell auch mit den USA auf einen falschen Partner gesetzt haben. Und es wird jetzt immer klarer, was es für ein Fehler war, sich mit dem Nachbarn Russland zu erzürnen, der ja an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit gerade nach dem Zusammenbruch der UdSSR massiv interessiert war. Wir dürfen doch die UdSSR und Russland nicht vergleichen. Also das ist ganz wichtig, dass wir hier merken, das ist ein völliger Neuanfang gewesen. Ich denke an die vielen deutschen Unternehmen zum Beispiel, die ich übrigens selbst gesehen habe. Ich war einige Male nach der Jahrtausendwende in Russland unterwegs und habe da sehr wohl wahrgenommen, wie deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen sich dort aufgestellt hatten, Schweizer Unternehmen und so weiter. Und das waren wunderbare Aufbruchzeiten, so habe ich es wahrgenommen, und zwar zu einer friedlich-ökonomischen Zukunft zwischen dem alten Europa und der damals sich entwickelnden neuen russischen Föderation, zumal man sich selbst während der Sowjetzeiten zum Beispiel auf die lebenswichtigen Rohstofflieferungen für Europa ja auch immer verlassen konnte. Selbst zur Kuba-Krise und den schlimmsten Phasen des Kalten Krieges stand die Rohstofflieferung von Gas und Öl niemals in Frage. Okay, jetzt lass uns mal zur aktuellen Vorkonferenz zurückkommen. Also der NATO-Botschafter der USA, Whitaker, der ist mit Fragen malträtiert worden, wie sich die USA das jetzt künftig vorstellen.
Wie werden sie sich verhalten gegenüber der NATO? Was kann man da aktuell aus deiner Sicht prognostizieren? Also Whittaker hat den Ruf eines Machers, der zupackt und auch manchmal ein bisschen ruppig ist. Das ist aber dann okay, den kann man gut einschätzen. Auf dem Podium gibt er sich oft eher väterlich, auch so ein bisschen von oben herunter gegenüber den europäischen Sicherheitsexperten, Medienvertretern und so weiter. Mom and Dad are still together. Das ist so ein bisschen seine Philosophie. Also Mama und Papa sind immer noch zusammen. Und Whittaker zeigt deutlich seine dominierende Position als Vertreter der USA. Und der Spiegel, der schreibt hier schon fast beleidigt wirkend, als wären sie beleidigt, dass Whittaker die Europäer wie Kinder behandelt, so ein bisschen von oben runter. Und sein Tenor ist dabei: Früher hätten die USA die Europäer beschützt, eine Selbstverständlichkeit. Nun aber müsse sich Europa weitgehend allein um seine Sicherheit kümmern. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt auch während der Sicherheitskonferenz in München, wenn Rubio und seine Leute zu Wort kommen, dass sich das fortsetzt, was Herr Whittaker hier im Vorfeld schon angekündigt hat, nämlich dass man einfach klare Kante zeigt und eventuell am Ende dieser Konferenz die Nachricht auf dem Tisch liegt: ihr steht allein. Dieser Trump-Gesandte, der klingt oft so, als wollte er, du hast es gerade schon gesagt, die Europäer beruhigen, aber erreichen tut er wahrscheinlich das Gegenteil, denn wer befürchtet, dass die Amerikaner Europa in einer zunehmend feindseligen Welt sich selbst überlassen, schreibt der Spiegel, der kann sich von Whittaker bestätigt sehen. Also die NATO, die ja 1949 gegründet worden, die gibt es ja schon ziemlich lange. Im Rahmen des Zweiten Weltkriegs ist sie entwickelt worden. Diese NATO steckt in der tiefsten Krise ihrer gesamten Geschichte. Und das nicht etwa, weil sie von außen angegriffen wurde. Nein, nein, die Gefahr lauert im Innern. Also sie liegt daran, dass sich US-Amerikaner und Europäer aktuell komplett entfremden. Nun ist es in unserem Podcast-Format natürlich auch schwierig, die Zusammenhänge hier tiefer zu ergründen. Denn sonst müsste ich jetzt schon darauf eingehen, dass die NATO eher den Zweck der Verteidigung des damals schon existierenden Geldadels verfolgte und weniger für einen Weltfrieden konzipiert war. Er hat vor allem die Pfründe schon damals im Geldsystem versucht zu stabilisieren. Aber das würde zu weit führen und ich müsste auch hier die echte Motivation der Formulierung der Geschichtsbücher argumentieren, die bekanntlich von den Siegern ja auch diktiert werden. Also es stimmt, das würde hier zu weit gehen. Lass uns lieber wieder zurückkommen zur Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des NATO-Vertrags. Das Ganze gilt ja als Fundament der Allianz der NATO. Truppen, Panzer, Flugzeugträger sollen mögliche Angreifer gegen NATO-Staaten abschrecken. Laut Spiegel hat Donald Trump diesen Glauben erschüttert. Wie kommentierst du das? Naja, der offizielle Kern, der die Allianz zusammenhält, ist ja der feste Glaube daran, dass im Ernstfall alle Mitgliedstaaten dem angegriffenen Partner beistehen. Das ist das, was die meisten unter der NATO verstehen. Und Trump, der lässt immer wieder Zweifel daran aufkommen, dass er sich für die Sicherheit Europas verantwortlich fühlt. Und man erkennt hier aus meiner Sicht, dass sich der US-Präsident Trump nach einer langen Reihe von gesteuerten Lobbypräsidenten wieder auf staatsrechtlich relevante Zusammenhänge konzentriert. Und ich glaube zu spüren, dass Trump mit einer schlagkräftigen Befreiungsgruppe von Patrioten mächtige Einflussnehmer aus dem Weißen Haus verdrängt hat. Und da ist eben halt der innenpolitische Kampf in USA auch zu sehen, die seine Vorgänger natürlich im Schwitzkasten gehalten hatten. Trump stellt die NATO gewissermaßen als eine Art Sicherheitsfirma dar, für deren Dienste vor allem Washington bezahle, das sagt er ja immer wieder, während alle anderen als Trittbrettfahrer Schutz in Anspruch nehmen. Er hat erkennbar wenig übrig für diese transatlantische Allianz. Wir sprechen ja immer wieder darüber, dass die Lage
noch viel komplexer ist, als dass man behaupten kann, die USA hätte die Zeche für das Kriegsbündnis NATO bezahlt. Das ist ja das, was Trump immer anführt. So einfach ist es natürlich auch nicht. Durch das Instrument der Dollar-Leitwährung, wenn ich es immer wiederhole, war es genau andersherum. Aber da sich aus meiner Sicht nahezu alle Politiker der Welt in einer Art Zustand des Erpresstwerdens befinden oder befanden, das ist ja nicht erst seit der Offenlegung der Epstein-Akten, hat sich damals auch niemand gegen die Umverteilung des Geldes zugunsten der USA seit über 90 Jahren aufgelehnt, wodurch die US-amerikanische Armee ja so extrem groß wurde. Aber kommen wir zurück zur Aktualität. Der Bruch im NATO-Bündnis ist bisher ausgeblieben. Aber die Risse zeigen sich deutlich. Die Amerikaner reden nicht mehr nur davon, dass die Europäer mehr für die Sicherheit auf ihrem Gebiet tun sollten. Sie handeln auch danach. Die USA fahren ihr Engagement im Bündnis herunter und ein schleichender Rückzug hat begonnen. Sehen wir spätestens an der Unterstützung oder der finanziellen oder Waffenausstattung in der Ukraine. Wir können ja sehen, wie wenig sich die Amerikaner noch um die NATO überhaupt scheren. Das zeigt zum Beispiel auch die magere US-Präsenz bei wichtigen Treffen. Zum Frühjahrstreffen der NATO im letzten Jahr sind Kriegsminister Pete Hegseth und Außenminister Rubio noch angereist. Seitdem sind die nicht mehr gesehen worden. Auch zum Ministertreffen diese Woche in Brüssel entsandte das Pentagon nur Staatssekretär Colby. Und der gilt als Architekt der US-Strategie, sich auf China und den Pazifik zu konzentrieren und die NATO den Europäern zu überlassen. J.D. Vance, der eigentlich für diese Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr auch angekündigt war, hat seine Bereitschaft dann ganz kurzfristig abgesagt. Wie ordnest du das ein? Naja, also es sind ja jetzt große Prozesse, die gerade laufen. Und wo die Amerikaner weichen, da rücken dann oft Deutsche nach. Das ist die Problematik, die ich sehe. So soll die Bundeswehr wohl einen weiteren General als Stabschef nach Norfolk abstellen. Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer, den haben wir hier oft gehabt, wird übrigens Chef des NATO-Militärausschusses. Das ist zwar ein eher repräsentativer Job, aber mit einem fatalen Signal nach Moskau. Die nukleare Abschreckung Russlands wollen die USA aufrechterhalten. Von einem Abzug ihrer in Europa stationierten Atomwaffen ist auch nicht die Rede. Die Europäer könnten sich aber nicht mehr darauf verlassen, dass im Ernstfall Zehntausende Soldaten zum Beispiel über den Atlantik kämen, wie es im Ersten und Zweiten Weltkrieg war, um sie dann offiziell zu verteidigen, beziehungsweise die NATO bei Angriffskriegen dann auch zu unterstützen. Das ist die reale Situation, denn die NATO ist ja nicht nur Verteidigungsbündnis, sondern auch eine Angriffsarmee. Andreas, wenn es nach Trump gehen würde, würde er wahrscheinlich lieber heute als morgen die Zahl der in Europa stationierten US-Soldaten reduzieren. Aber das geht nicht. Der US-Kongress setzt Trump im Dezember zum Beispiel jetzt vorsorglich Grenzen für einen Truppenabzug. Also da ist man sich nicht einig. Ja, da gibt es diese regulatorischen Hemmnisse, so etwas zu tun. Wollte Trump das US-Kontingent in Europa von rund 90.000 Soldaten, die stehen zurzeit in Europa, für mehr als 45 Tage auf weniger als 76.000 Soldaten verkleinern, dann muss er die Alliierten konsultieren. Also die Bundesrepublik hat gerade erst damit begonnen, ihre über Jahrzehnte klein gesparte Armee im großen Stil umzurüsten, in Material und Personal zu investieren. Die hatten zwar einen riesen Rüstungsetat, aber das Geld ist offenbar in amerikanische Kanäle unter den vorherigen Führern dann eben halt eingeflossen. Merz hat erklärt, die Bundeswehr soll konventionell ja zur stärksten Armee Europas werden, haben wir gerade drüber gesprochen. Seitdem ist bei Verteidigungsminister Boris Pistorius und seinen Planern viel von Synchronisierung die Rede. Was ist die Idee dieser Synchronisierung? Was die Europäer aufbauen jetzt, das könnten dann die Amerikaner abziehen und so ließen sich dann Lücken vermeiden. Etwa bei
bestimmten Waffen oder Truppenstärken. Die Frage ist, ob den Amerikanern, speziell unter Trump, die Synchronisierung jetzt schnell genug geht. Ich habe noch eine Frage zu deiner Bemerkung des fatalen Signals nach Moskau, wenn die Europäer militärisch so präsent gegen Russland auftreten wollen. Was meinst du damit? Naja, es geht immer noch um die 2+4 Verträge. Vergessen wir nicht, dass es Deutschland den Russen zu verdanken hat, dass es überhaupt zur Wiedervereinigung kam. Die Russen standen ja damals direkt mit den Truppen des Warschauer Paktes an der innerdeutschen Grenze und zogen sich freiwillig zurück. Übrigens ist das auch ein interessantes Argument gegen die angebliche Angriffslust der Russen gegen Europa. Aber mit Logik kommen wir ja schon lange nicht mehr weiter. In den 2+4 Verträgen gibt es ganz klare Verhaltensabsprachen mit Deutschland auf dem militärischen Sektor, die sich gegen Russland richten. Deutschland verstößt mit seiner aggressiven Politik gegen Russland eindeutig gegen diese 2+4 Verträge. Und das kann dazu führen, dass die Wiedervereinigung wieder in Frage gestellt werden muss, wegen Vertragsbruch. Da wird es auch schwierig für eine UN, so etwas einfach so wegzuwischen. Ein ganz heißes Eisen. Ja, da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden, ihr Lieben. Ich habe hier noch ein paar Kommentare über die Position Deutschlands, auch Europas, aber vornehmlich was Deutschland angeht, von einem Experten. Das ist der Gründer und Chefredakteur eines türkischen Portals, Harici Media. Er ist auch Publishing Director des Journals Global Geopolitics. Der Mann heißt Tunç Akoç, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich kann kein Türkisch. Und der wurde von der Berliner Zeitung interviewt, wieso die Positionierung Deutschlands in der Welt, außerhalb des Westens vor allem auch, eingeordnet wird. Und warum Europa und Deutschland aus globaler Sicht zunehmend an strategischer Klarheit einbüßen. Er sagt, für viele Staaten wird die Münchner Sicherheitskonferenz viel mehr als das zentrale Jahrestreffen des transatlantischen Sicherheitsestablishments wahrgenommen. Das sind Ansprachen hochrangiger US-Vertreter, etwa des Verteidigungsministers oder nationalen Sicherheitsberaters. Das wird schon mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Andererseits offenbart diese Konferenz die Grenzen des westlich zentrierten Sicherheitsdiskurses. Die zentrale Kritik aus nicht-westlichen Perspektiven lautet, es handelt sich oft um einen Dialog, bei dem der Westen mit sich selbst über den Rest der Welt spricht. Die Konferenz ist jenseits des Westens zwar durchaus relevant, aber primär wird es eingeordnet als eine Art Beobachtungsposten, Stimmungsbarometer für die Pläne und so weiter. Und er stellt fest, ein echtes Defizit an der Dialogbereitschaft des Westens und die Grunddynamik, die bleibe häufig einseitig. Der Westen trägt seine Positionen vor, während andere vor allem ihre Gegenposition verkünden und es kommt am Ende nach seiner Ansicht nichts dabei raus. Und konkret gefragt, wie man Deutschland aus nicht-westlicher Sicht betrachtet, antwortet er, Deutschland wird global als wirtschaftlicher Riese, aber oft als geopolitischer Zwerg wahrgenommen. Diese Diskrepanz sei der Kern des Problems. Unbestritten sei Deutschlands ökonomische Gravitationskraft. Er sagt, es ist die exportgetriebene Lokomotive Europas und in vielen Regionen von Südostasien über Afrika bis Lateinamerika schon immer noch ein essentieller Handels- und Investitionspartner. Das verschafft auch Respekt und Zugang, aber hier ende der Einfluss meist auch. Deutschland scheitere systematisch daran, diese ökonomische Macht in konsequente politische Gestaltungsmacht zu übersetzen. Und jetzt kommt es, was er alles beschreibt. Es fehlt an einer strategischen Kultur, an einer eigenständigen Rhetorik. Deutschland agiere selten aus einer klar formulierten eigenen weltpolitischen Sicht heraus. Diese Position ist häufig ein diplomatischer Kompromiss zwischen einerseits transatlantischen Verpflichtungen,
europäischen Zwängen und wirtschaftlichen Interessen. Das Ergebnis sei oft eine risikoscheue, reaktive und inhaltsleere Politik, die keine klaren Linien zieht. Deutschland wird als relevant, aber nicht mehr als entscheidend wahrgenommen. Ja, das sind so, wir haben diesen Artikel eingestellt, den könnt ihr euch da genauer durchlesen. Das sind schon Einordnungen von Deutschland, die man sich vor 10 Jahren vielleicht noch nicht hätte vorstellen können. Äh, Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, US-Präsident Trump, damit sind wir bei dieser nächsten Meldung, hat also die Regulierung von Treibhausgasen aufgehoben aus Kraftwerken, aus Autos, die durch Barack Obamas Ära stammen. Und damit sollen die Amerikaner 1,3 Billionen Dollar einsparen. Wie geht das? Naja, ich denke mal, bei diesen gigantischen Geldern, die letztendlich den Besitzer wechseln, unter dem Deckmantel des Klimaschutzes und so weiter, da sind diese Gelder relativ schnell einzusparen. Ist ja mit wirklich die größte Deregulierung in der amerikanischen Geschichte. Und also wir müssen eines sehen. Der Obama hat ja fossile Brennstoffe wie Öl, Gas und andere Dinge, die Fabriken am Laufen halten, als Bedrohung für Gesundheit und Wohlbefinden eingestuft. Und alleine diese Aussage zeigt, dass Obama hier schlicht und ergreifend als Lobbyist geargumentiert hat. Denn es ist eben halt längst nicht die Situation, denn die Treibhaus Rahmenbedingungen, die Gesetzeslage, die man dann verändert hat in sogenannten alternativen Energien oder erneuerbaren Energien, sind ja die wirklichen Umweltverschmutzungsschleudern. Es ist ja auch vernünftig, dass man nicht mit den Rohstoffen einfach so rumaßt, die uns die Natur zur Verfügung stellt. Aber diese Argumentation, dass man sie verteufelt, CO2 noch gleichzeitig damit zu verteufeln, das ist ja absurd, das Lebenselixier schlechthin, um dann einen Sondermüll geprägten Weg der Klimaschutzmaßnahmen zu machen, wie über Solar- und Windkraftanlagen, auch da, wo sie gar keinen Sinn machen, das ist dann mehr als ziemlich klar. Ja, und währenddessen gibt es in der Türkei ein Zusammentreffen. Die Türkei ist nämlich zuständig für die Ausrichtung des nächsten Klimagipfels, COP31. Das wird stattfinden an der Mittelmeerküste. Das wird jetzt gerade so mit vorbereitet. Und der UN-Klimachefkommissar, der hat sich gemeldet und ist offenbar in Panik wegen Trumps Entschluss. Das ist ja keine Ankündigung mehr. Er hat es ja schon monatelang angekündigt. Heute ist es beschlossen worden von Seiten der USA, dass diese Klimapolitik, diese grüne Klimapolitik obsolet ist. Und dieser Klimachefkommissar, der rief gestern die Länder zur Einigkeit auf gegen eine wörtlich beispiellose Bedrohung der internationalen Zusammenarbeit durch die Befürworter fossiler Brennstoffe auf. Also ein Appell, der natürlich vor dem Hintergrund der Brechung jetzt dieser globalen Ordnung durch Trump erfolgt. Naja, das ist natürlich nicht anders zu erwarten. Das ist das letzte große Aufbäumen, was wir jetzt haben. Und dann dürfte auch diese ganze Klimaerwärmungsgeschichte langsam wirklich Geschichte werden. Die letzten Gelder werden umverteilt und die Story hat sich mittlerweile selbst überholt, weil auch der Dümmste erkannt hat, dass da Unlogischkeiten drin sind und dass natürlich auch viele Wissenschaftler sich schlicht haben kaufen lassen. Gerade haben wir gestern noch über die ZDF-Wissenschaftler zum Beispiel gesprochen, die Physiker sind. Genau. Also hier wird jetzt nochmal getrommelt. Alle sollen zusammenhalten gegen Trump. Dieser Klimachef der UN warnt, die internationale Kooperation sei beispiellos bedroht von jenen, die entschlossen sind, ihre Macht zu nutzen, um sich über wirtschaftliche und wissenschaftliche Logik hinwegzusetzen und die Abhängigkeit von umweltschädlicher Kohle, Öl und Gas zu erhöhen.
erhöhen. Wissenschaftliche Logik ist also wirklich ein Scherz. Ja, wissenschaftliche Logik ist natürlich absurd. Die Wissenschaft wird mit Füßen getreten. Alleine die Tatsache, dass es heißt, die Wissenschaft ist sich einig, dass diese CO2-basierte, also durch Menschen produzierte Klimaerwärmung eben halt bewiesen ist, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist eine Offenbarung der Ideologie und wirklich eine furchtbare Schlechtmachung von wissenschaftlichen Prinzipien. Wir kommen noch ganz kurz zu den Epstein-Files. Da ist ja im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los. Es gibt neue Rücktritte in Großbritannien, auch in den USA. Und man hat US-Justizministerin Pam Bondi vorgestern versucht, öffentlich vorzuführen. Die ist dann ziemlich sauer, auch ziemlich ausfallend geworden, hatte aber offenbar eine Falle vorbereitet. Und darüber wollen wir kurz sprechen. Von wem aus die gesteuert wurde, kann man sich vielleicht sogar vorstellen. Also sie hatte da noch vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses gesessen, wurde da richtig angegangen. Man nannte das zwar eine übliche Anhörung mit Routinefragen und hat sie dann unter Druck gesetzt. Und dann hat sie ein Dokument hervorgezogen mit der Aufschrift Ja, wie heißt das? Jayapal Pramila, Suchverlauf. Also Jayapala ist ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete, das weiß ich jetzt nicht. Und durch diesen Satz war es plötzlich ganz still im Saal. Warum? Was war geschehen? Das Justizministerium hatte dem Kongress diese Woche Zugang gewährt zu den ungeschwärzten Epstein-Akten. Jedes Mitglied erhielt einen eigenen Login, einen eigenen Computer, eine eigene Sitzung. Was aber die ganzen Mitglieder des Kongresses nicht wussten, das Justizministerium hat jede einzelne Suche protokolliert. Jeden Namen, der nachgeschlagen wurde, jedes Dokument, das geöffnet wurde, jede Datei, die heruntergeladen wurde, alles protokolliert. Und Frau Bondi brachte die Belege zur Anhörung mit. Und da ist natürlich sofort Panik ausgebrochen. Die Abgeordnete Jayapal, die nannte das Spionage gegen Kongressmitglieder. Ein anderer Abgeordneter hat Frau Bondi vorgeworfen, einen eklatanten Machtmissbrauch. Ein wieder anderer Abgeordneter mit Namen Moskowitz nannte das verdächtig und unangemessen. Die sind also alle stinksauer, stockwütend, aber die Frage, die in den Medien, das wird ja hochgekocht hier in den Medien, aber die entscheidende Frage wird nicht gestellt. Warum sind die wütend? Warum haben sie so große Angst vor ihrem Suchverlauf? Wenn man nach Beweisen für Verbrechen gegen Kinder sucht, wäre man doch eigentlich stolz auf seinen Suchverlauf. Das schreibt hier jemand in den sozialen Netzwerken. Es sei denn, man sucht nicht nach Beweisen. Es sei denn, man sucht nach seinem eigenen Namen. Ja, das ist natürlich wirklich eine geniale Falle gewesen, denn es ist wirklich natürlich sehr, sehr spannend. Jetzt kann man genau erkennen, wenn ich jetzt diese Daten zur Verfügung gestellt bekomme, ich bin erschüttert über den Kindesmissbrauch. Ich bin erschüttert über diese Art und Weise der Quälereien, die dort stattgefunden haben. Und jetzt bekomme ich die Möglichkeiten der Daten und versuche zu ermitteln, wer steht dahinter, wie kann man ihnen das Handwerk legen, wie können wir hier Klarheit reinbekommen. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass sie plötzlich statt dieser Dinge zu fragen, einfach zu gucken, bin ich jetzt drin, bin ich aufgeflogen, haben sie mich eventuell auch erwischt, sind da meine Daten drauf, gibt es komprimierende Fotos mit mir beispielsweise. Eieieiei. Ja, das ist ein ziemlich genialer Schachzug. Pam Bondi hat die Akten also nicht nur einfach veröffentlicht, sie hat sie auf überwachten Computern veröffentlicht. Und jedes Kongressmitglied, das sich beeilte, die Akten zu durchsuchen, hat dem Justizministerium damit genau gezeigt, wen man zu schützen versucht, welche Namen eventuell Sorgen bereiten, welche Verbindungen hier überprüft werden wollten und diejenigen, die nach Flügen zur Insel suchen, zum Beispiel auch. Ne? Ja, und Frau Bondi weiß jetzt ganz genau, die US-Regierung weiß jetzt ganz genau,
wer ermittelt eigentlich und wer versucht etwas zu verdecken. Und ja, sie hat den Herrschaften im Kongress gezeigt mit einem Lächeln, wir haben euch. Und das Ganze findet jetzt zeitgleich statt zum DHS-Shutdown. Kommen wir gleich mal drauf, was das bedeutet. Also eine Art perfektes Timing, während der Kongress wegen seiner Suchhistorie in Panik gerät, wird morgen das Department of Homeland Security stillgelegt. Ja, ich finde das schon eine sehr spannende Geschichte, die hier läuft. Und dieses Department of Homeland Security, dieses DHS, das steht tatsächlich vor einer teilweisen Stilllegung, die um Mitternacht, nämlich am 14. Februar, also morgen, beginnt, weil die Finanzierung nämlich ausläuft. Das ist die Situation. Die Demokraten im Senat haben am Donnerstag, also gestern, einen Finanzierungsantrag blockiert, genauert. Eine Motion scheiterte mit 52 zu 47 Stimmen, weit unter den benötigten 60 im Prinzip für eine Filibusterüberwindung, um das durchzuziehen weiterhin. Und dadurch konnte kein Gesetz zur Fortsetzung der DHS-Finanzierung verabschiedet werden, bevor der Kongress in die President's Day-Pause ging. Ja, was ist überhaupt dieses Department of Homeland? Welche Einflüsse hat es? Es wurde nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegründet. Es umfasst eine ganze Reihe von Behörden, zum Beispiel die Flughafensicherung, den Grenzschutz, dann den Einwanderungsvollzug, also ICE, ne, diese Immigration and Customs Enforcement, dann den Katastrophenschutz, dann die Küstenwache, Secret Service und so weiter. Welche Auswirkungen hat denn dieser Shutdown? Also es handelt sich jetzt um einen teilweise Shutdown, der nur DHS betrifft. Der Rest der Bundesregierung, also der Regierung, ist bis September 2026 natürlich durchfinanziert. Die Auswirkungen sind aber spürbar, nur nicht so dramatisch wie bei einem vollständigen Government Shutdown, wie wir es vor kurzem noch hatten. Mehr als 90% der Mitarbeiter arbeiten also weiter, aber viele ohne sofortige Bezahlung. Und das könnte natürlich zu vermehrter Krankmeldungen oder eben halt zu Personalmangel führen. Und Eis- und Grenzschutz sind weitgehend nicht betroffen, weil sie teilweise durch andere Finanzquellen, zum Beispiel durch bestimmte Gebühren von vorherigen Gesetzen, die Trump verabschiedet hat, abgesichert sind. Genau das ist ein Grund für die demokratische Blockade. Sie wollten Einschränkungen bei ICE durchsetzen, konnten das aber nicht erzwingen. Andreas, was hat denn das für mögliche Beeinträchtigungen zur Folge für die Menschen im Land? Das sind die klassischen Dinge, die immer wieder auftauchen bei solchen Shutdowns, auch teilweise längere Wartezeiten an Flughäfen. Ich bin vielleicht auch davon betroffen, wenn ich in Kürze nach Südamerika fliege. Verzögerungen beim Katastrophenschutz beispielsweise, die FEMA-Camps und so weiter. Denn die Küstenwache könnte beeinträchtigt werden, Kapazitäten der Cybersicherheit, Pass- und Visabearbeitung und so weiter. Also ein Deal könnte den Shutdown schnell beenden, ansonsten kann er sich hinziehen. Der Streit, der dreht sich hauptsächlich um die Einwanderungspolitik und die ICE-Reformen, also Reformen. Demokraten wollen mehr Kontrolle nach Vorfällen wie Schüssen in Minneapolis. Das wird ja nach wie vor noch so wahnsinnig hochgezogen, nicht um andere Themen wie Epstein, was ja viel dramatischer eigentlich wäre. Es ist also ein klassischer parteipolitischer Konflikt um die Einwanderung unter Trump. Hörst du die Vögel da draußen? Also es könnte fast sein, dass wir Besuch von einem Bären haben. Die Vögel, die verhalten sich bei Füchsen und bei anderen Tieren oder bei unserem Hund überhaupt nicht so. Aber wir können im Moment nichts sehen. Wir werden es euch mitteilen, falls wir das herausfinden. Lass uns noch mal einmal zu Pam Bondi zurückkommen, der US-Justizministerin. Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses haben jetzt, nachdem sie sozusagen in die Falle gelockt hatte, Washington verlassen. Es ist Wochenende und in derselben Woche, in der der Kongress bei der Durchsuchung von Epstein-Akten nun ertappt wird, weigert er sich, die Behörde zu finanzieren, die Menschenhandel untersucht. Also sie kürzen die Mittel für das DHS nicht, um Geld zu sparen, sie kürzen die Mittel nämlich in Wahrheit,
um die Ermittlungen zu stoppen. Also man muss die Zusammenhänge auch sehen. Und wenn man sich jetzt mal den Verlauf anschaut, am Montag, der Kongress erhält Zugriff auf die Epstein-Akten. Dienstag, die Abgeordneten suchen fieberhaft nach Namen. Mittwoch, Frau Bondi enthüllt, dass sie alles verfolgt hat. Donnerstag, die Demokraten blockieren die DHS-Finanzierung. Und heute, Freitag, der Regierungsstillstand beginnt. Also kein kompletter, wie wir gerade gehört haben. Eigentlich zeigen diese 5 Tage ein Muster und das ist Panik. Sie haben geglaubt, dass sie in die Anhörung gehen, um die Kontrolle zu haben. Sie verließen diese Anhörung in dem Wissen, dass Frau Bondi alles hat, jede Suche, jeder Name, das hat sie auf dem Tisch, jeder Vertuschungsversuch. Und man kann sagen, der Jäger wurde zum Gejagten. Und eigentlich haben sie sich selbst zuzuschreiben. In Anbetracht dieser grausamsten Entwicklungen, die sich jetzt offenbaren mit den Epstein-Akten und vor allem den führenden, schillernden Persönlichkeiten, die man so bewundert hat, die in allen Medien aufgetreten waren, großartige Philanthropen und die dann plötzlich, ich meine, ich frage mich natürlich auch eines: Wo sind eigentlich die Handschellen? Wir haben Bill Gates gesehen in komprimierenden Situationen, die dramatisch waren. Es ist mittlerweile herausgekommen, dass er offensichtlich bei diesen Schädigungen und Schändungen von Kindern dabei war. Jetzt ist die Frage natürlich, wo bleiben eigentlich die Untersuchungsmaßnahmen? Wo bleiben die Staatsanwälte und machen Überprüfungen? Und hier wird natürlich auch ein Zeichen gesetzt, dass sich manche Personen über den Staat gestellt haben. Ja, also ich bin sehr vorsichtig mit allen Schuldzuschreibungen hier. Wir wissen es bei Bill Gates auch nicht definitiv. Also das möchte ich nochmal ein bisschen neutralisieren, was du hier gerade gesagt hast. Es steht natürlich der Verdacht im Raum, aber eventuell ist eben auch dieser Schachzug hier von Pam Bondi und dem Justizministerium ein weiterer Schritt, um in diese Richtung zu kommen. Auf der anderen Seite hast du recht, man erwartet eigentlich jetzt langsam Entscheidungen. Also es muss ja immer ein Verdacht im Vorfeld sein, aber natürlich gibt es keine Beweise, aber es gibt eben halt den Verdacht. Und wenn ein Verdacht so erschütternd ist, wie ich das bei Prinz Andrew sehe, wie ich es bei Bill Gates sehe und auch bei anderen Menschen, die dort ganz klar nachweislich sind, dann frage ich mich, inwieweit da nicht die Staatsanwaltschaft jetzt konkret gefordert ist. Ich habe das Gefühl, es passiert nichts. Ja, aber es passiert doch immer wieder schrittweise einiges, was wir heute wieder besprochen haben. Ihr Lieben, die Welt dreht sich. Ich habe das Gefühl, sie dreht sich immer schneller. Ich merke das bei den Vorbereitungen hier. Und jetzt haben wir aber alle erst einmal Wochenende. Wir hoffen, dass ihr eine gute Zeit haben werdet. Nutzt die Tage, wenn es geht, für ein bisschen Entspannung, für schöne Zusammenkünfte mit euren Liebsten und genießt die Zeit. Und wir haben heute wieder ein Abendgebet. Kurz, genießt das Wochenende. Alles Liebe euch. Das war ja fast poetisch. Ja, so ist es. Korrekt.